Hallo und herzlich willkommen hier im Hyundai Kona und auf meinem Kanal. Ich freue mich, euch endlich wieder ein wirklich hochinteressantes Elektroauto vorstellen zu können. Und zwar zeichnet sich der Hyundai Kona hier durch 3 Punkte von der Konkurrenz ab. Punkt 1, wir haben ein doch wirklich groß bemessenes Akku-Pack, womit man auch real über 400 Kilometer weit kommen kann. Punkt 2, wir haben einen wirklich gut dimensionierten Antrieb, der aber auch in puncto Rekuperation eine hohe Effizienz verspricht. Und 3, wieder auch in diesem Preissegment eine wirklich schöne Ausstattung bietet uns der Wagen. Das hat auch mich dazu gebracht, mal meinen ersten Roadtrip rein elektrisch zu machen, und ich möchte euch in diesem Video das komplette Auto vorstellen. Mal schauen, ob Hyundai, die Koreaner, endlich Elektromobilität ernst nehmen und ob mich das Auto überzeugen kann. Viel Spaß mit dem Video! Ein ganz dickes Dankeschön geht an die Elektroautovermietung Nextmove, die mir dieses Fahrzeug hier in der Premium-Ausstattung zur Verfügung gestellt hat. Das hat für mich den Riesenvorteil, dass ich somit herstellerunabhängig bin und über den Wagen sagen kann, was ich will. Der Kona gehört in die Klasse der Kompakt-SUVs. Mit einer Länge von 4,18 Meter, einer Breite von 2,7 Meter und der Höhe von 1,57 Meter ist er der kleinste SUV aus dem Hause Hyundai. Bei der Entwicklung wurde der Baukasten von Anfang an für 3 Antriebsvarianten ausgelegt: Verbrenner, Elektro und als Hybrid. Damit macht man zwar auch hier zwischen den Modellen einige Kompromisse, der Mittelweg ist aber viel gelungener als beispielsweise im E-Golf, den ich zuvor testen durfte, da man hier halt nicht versucht, eine ursprüngliche Verbrennerkonstruktion für den Elektroantrieb fit zu bekommen. Die Plattform kommt übrigens genauso bei der Konzerntochter Kia im Einsatz, weshalb man dieses Review oder zumindest den technischen Part auch zum Großteil auf die Schwestermodelle, dem e-Niro und e-Soul, zutreffend sind. Die Fahrzeuge gibt es alle in 2 Antriebsvarianten. Eine kleine Version mit einer Leistung von 100 kW und einem Akku-Pack von 39,2 Kilowattstunden, beim Kona ab 34.600 € Liste, und eine große Version mit einer Leistung von 150 kW und der üppigen Akkukapazität von 64 Kilowattstunden, ab 39.900 €. Damit zahlt man also für die 24,8 Kilowattstunden mehr an Batterie einen Aufpreis von lediglich 4.400 €, was 177 € pro Kilowattstunde entspricht. Somit würde ich grundsätzlich zum großen Akku tendieren, der mit 64 Kilowattstunden auch momentan das Elektroauto mit dem größten Akku zum günstigsten Preis sein dürfte. Der neue Leaf in 62 Kilowattstunden ist teurer, ein Model 3 in Standard Range Plus hat nur ca. 55 Kilowattstunden Kapazität. Aber schauen wir uns den Wagen mal genauer an. Als SUV liegt der Kona ja gerade voll im Trend und bedient damit wohl die Nachfrage im am stärksten wachsenden Fahrzeugsegment. Ich kann mich zwar immer noch nicht mit dem SUV-Hype richtig anfreunden, draußen groß, innen klein und damit technisch bedingt ein schlechterer Luftwiderstand, bei einem Punkt hat der Wagen jedoch eine Überraschung parat. Die Front ist meines Erachtens nach gerade so kurz vor übergestylt. Positiv ist, dass der Kühlergrill oben geschlossen ist, wobei ich mich auch hier immer frage, ob diese Eindimpelungen wirklich gut aussehen. Besonders im Staupunkt ist das der Windschnittigkeit sicherlich nicht fördernd, und unter der rechten Seite befindet sich übrigens der Ladeanschluss. Ungewöhnlich sind auch die zweigeteilten Scheinwerfer bzw. oben das Tagfahrlicht und unten die normalen Leuchten. Ab der mittleren Ausstattungsvariante Style sind aber auch diese in LED. Schaut man sich dann die ganze Frontpartie einmal aus der Ferne an, und nachdem ich mich auch ein bisschen dran gewöhnt habe, muss ich schon sagen, dass es mal ein eigenwilliges Design ist, was mir letztendlich auch zusagt. Besonders durch diese grün-gelbe Lackierung Accent Yellow ist das Ganze ein Hingucker. Serienmäßig kommt der Kona mit 17 Zoll Leichtmetallfelgen, das sind jetzt nicht die Originalen, und das merkt man auch beim Fahren, worauf ich noch komme, an einem doch relativ lautem Abrollgeräusch. Am Heck finden wir auch hier wieder diese zweigeteilten Leuchten. Bisschen enttäuschend finde ich, dass diese aber erst ab der mittleren Ausstattungsvariante Style in LED daherkommen. Auch die Kofferraumgröße mit 332 Litern fällt dann etwas klein aus und hat mich bei meinem Campingtrip dann doch schon an die Grenzen gebracht. Besonders dieser doppelte Boden hier verschenkt einiges an Platz, und es ist zudem auch super unpraktisch, hier sein Ladekabel zu verstauen, wenn man dann überlegt, dass man hinten noch einiges mitschleppen möchte. Da wäre ein separates Fach nur für das Ladekabel, zum Beispiel vorne im Motorraum, als Front Trunk viel angenehmer, aber leider bietet der Kona hier vorne kein weiteres Staufach. Platz wäre mit Sicherheit hier drunter noch gewesen, aber vermutlich wollte man einfach keine zu großen Veränderungen zur Verbrennerversion an diesem Punkt machen. Die Rückbank lässt sich noch asymmetrisch umklappen, dann ergibt sich ein Kofferraumvolumen von 1114 Liter, wobei auch selbst dann der Platz oder insbesondere die Länge nicht ausreichen würde, wenn man zum Beispiel im Auto schlafen möchte.
Auch das Platzangebot im Fond, also der zweiten Reihe, ist dann eher knapp bemessen. Wenn ich den Fahrersitz auf meine Körpergröße von 1,85 Meter einstelle, bleibt bei der Beinfreiheit nicht mehr viel übrig, obwohl aber die Kopffreiheit ganz gut bemessen ist. Ansonsten ist die Ausstattung für die hinteren Passagiere doch relativ spartanisch, so gibt es keine Sitzheizung oder auch Lüftungsauslässe für die Klimaanlage sucht man vergebens. Das Schöne ist aber, als Fahrer oder Beifahrer hat man das wieder ganz schnell vergessen. Kommen wir mal zum Punkt Komfort und Ausstattung. Hier muss man klar differenzieren zwischen den vorderen und hinteren Sitzen. Wenn man das erste Mal hier vorne sich in diesen Sitz hier reingesetzt hat, ist man wirklich begeistert. Es ist nicht schon ein Sitz, sondern ich würde fast sagen ein ganzer Sessel, wie man hier wirklich sehr komfortabel drin sitzt. Er ist auch komplett elektronisch einstellbar. Und auch etwas, was Hyundai ja auszeichnet hier, ist sowohl im Premium-Paket beheizte als auch belüftete Sitze haben wir hier. Das hat ja selbst momentan Tesla nicht mal mehr im Model X, das gab es nur eine kurze Zeit. Vorne ist das Platzangebot zudem auch sehr geräumig und die verbauten Materialien, größtenteils Kunststoff, jedoch auch mit weichen Elementen, machen einen guten Eindruck und es knarzt oder rappelt auch nichts. Besonders diese zweistöckige Mittelkonsole bietet einiges an Platz und gefällt mir gut. Mein Testexemplar besitzt zudem mal wieder allerlei technische Spielereien, vielen Dank an Nextmove. Die Anzahl an einzelnen Knöpfen und das Infotainment-System ist für meinen Geschmack aber mal wieder viel zu unintuitiv. Wie immer benutze ich direkt Android Auto und umgehe damit die schlechte Software bei Navigation, Musik und Telefonie der etablierten Hersteller. Der digitale Tacho hier ist übrigens serienmäßig vorhanden. Ich finde ihn zwar etwas klein und unübersichtlich gestaltet. Im e-Golf beispielsweise war dieser nicht nur größer, aber auch direkt übersichtlicher zu erkennen. Das Auto hat natürlich einen extrem hohen Fun-Faktor. Ich meine, nicht nur in der Stadt kann man damit immer mal schnell in eine Lücke noch reinhuschen vor den anderen und natürlich direkt von einer roten Ampel direkt losstarten. Nein, aber auch auf der Autobahn oder ab 100 km/h zieht der Wagen mit den 206 PS, 150 kW noch ordentlich durch. Und man merkt dann deutlich, wenn man hinterher bei Maximalgeschwindigkeit in die Drossel bei 168 km/h, real wohl gesagt, dann reinläuft. So, achtet auf den Tacho, wir lassen uns jetzt nochmal richtig im Sportmodus krachen. Wir haben ca. 2/3 vollen Akku, der ist aber auch schon schön warm gefahren die ganze Zeit. Und da würde ich sagen, 3, 2, 1, go! 60, 70, 80, 90 und 100. Zack, sind wir schon da. Wir sind noch nicht mal hier auf die Schnellstraße aufgefahren, sind schon bei Tempo 100. Unglaublich geil. Auch bei der Auslegung des Fahrwerks hat man wohl komplett an den Komfort gedacht. So ist dieser Wagen auch als SUV natürlich etwas schwammiger ausgelegt als zum Beispiel den E-Golf. Aber wenn man sich den Anwendungszweck hier überlegt, auch als eventuell schon Langstreckenauto, dann macht das durchaus Sinn und ist wirklich sehr schön komfortabel im Alltag damit zu fahren. Auch wenn mir persönlich vielleicht so ein direktes und härteres Fahrverhalten dann doch mehr zusagt. Kommen wir mal zum Thema Geräuschentwicklung. Wir haben hier schicke Sommerreifen auf den Aluminiumfelgen, jetzt kein Aero Wheels oder sowas. Da wäre durchaus bestimmt noch ein paar Dezibel einzusparen, aber auch in der Stadt bei Geschwindigkeiten von 30 bis 40 km/h ist mir dann schon aufgefallen, dass der Kona dann doch zu den etwas lauteren E-Autos gehört. Um es nochmal deutlich zu sagen, das meint natürlich nur die Lautstärke in der Kabine. Von außen ist der Wagen wie jedes Elektroauto ziemlich leise und deswegen gibt es hier auch so einen elektronischen Vehicle Engine Sound Generator. Der hört sich aber nun wirklich furchtbar an und ist leider auch jedes Mal beim Neustart vom Auto aktiviert. So, wir fahren jetzt 70 km/h und treten jetzt mal voll auf den Pin hier drauf. Ihr seht, wie gut er einfach abzieht. 120 haben wir jetzt schon drauf, 130, 140, 150, 160. Man muss wirklich sagen, dass jetzt die Windgeräusche hier, gerade weil wir auch ein SUV haben, was sowieso nicht so windschnittig ist, sich wirklich in Grenzen halten. Nicht nur die Lautstärke hält sich in Grenzen, auch der Energieverbrauch ist ähnlich wie beim Hyundai Ioniq erstaunlich niedrig. Trotz einem CW-Wert von 0,29 beträgt die Energieaufnahme bei 160 km/h lediglich um die 45 kW, was wirklich ein guter Wert ist. Im Stadtbetrieb kann man mit einer vorausschauenden Fahrweise sogar einen Verbrauch von unter 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer erreichen, was dann also über 400 Kilometer an Reichweite ergeben würde und so den Gesamtverbrauch, wenn man auch mal schneller fährt, doch in Grenzen hält. So, wir fahren jetzt gerade von der Autobahn runter und bis jetzt musste ich noch nicht einmal bremsen, weil die Rekuperation wirklich extrem stark ist, die der Wagen hat. Wir können hier zwischen 3 Stufen wählen und es gibt auch einen
sehr schlauen Automatikmodus, der halt auch durch den Radar vorne hin guckt, ob man jetzt mehr ausrollen will, weil die Straße vielleicht frei ist oder ob vorher auch einer bremst. Dann wird die Rekuperation dementsprechend angepasst. Das ist wirklich sehr gut, hätte ich gar nicht gedacht, und hilft halt einem dabei, noch mehr Energie zu sparen. Wir sind gerade auf der Autobahn eigentlich immer Vollstoff gefahren, haben Klimaanlage, alles an, was geht, und haben auch an nichts gespart und kommen damit jetzt auf einen Durchschnittsverbrauch von nur 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist wirklich ein extrem guter Wert. Jetzt wird hier nachgeladen. Wir sind gerade im Ruhrpark Bochum und man hört natürlich, jetzt sind natürlich auch die Lüfter hier fleißig an Kühlen. Hier vorne, wir laden hier gerade in einer 50 kW CCS-Dose. An den Lüftungsgeräuschen hört man gut, dass der Kona ein aktives Temperaturmanagementsystem hat, das sowohl die Batterie kühlen als auch heizen kann. Eigentlich sollte das aus meinem Verständnis standardmäßig sein, da es nicht nur die Lebensdauer der Zellen, sondern auch die Leistungsfähigkeit beim Laden oder auf der Autobahn erhöht. Nissan Leaf, E-Golf und Co. zeigen jedoch, dass heute nicht alle Hersteller das für nötig halten. An einer CCS-Schnellladestation kann der Kona durch die 200 Ampere maximal mit 76 kW laden. Somit kann eine 100 kW-Säule gar nicht voll ausgeschöpft werden und beide Akkugrößen sind dann in ca. 54 Minuten von 0 bis 80% geladen. Zugegeben, nicht unbedingt der beste Wert, Model 3 und e-tron zeigen, wie das noch schneller geht. Viel nerviger dagegen ist jedoch die Ladung an Wechselstrom. Der Onboard-Charger kann einphasig mit 7,4 kW maximal laden. Im häuslichen Bereich sind wegen der Schieflast und so weiter nur 4,6 kW zulässig, sodass man sich auch noch gleich gedacht hat, das optionale Type-2-Kabel nur für 4,6 kW auszulegen. Dann benötigt der kleine Akku ca. 11 Stunden und der große braucht ganze 17 Stunden für eine Ladung von 0 bis 100%. Komme ich nun mal zu einem Fazit, und da muss ich einfach sagen, dass der Hyundai Kona so bis jetzt das rundeste und komplettste Auto war, was ich bis jetzt testen durfte. Auch gerade im Blick auf die Konkurrenz, jetzt ganz insbesondere ein Tesla Model 3, sieht der Kona doch in vielen Punkten gar nicht so alt aus, und ich denke, dass man hier wirklich an vielen Stellen einen sehr, sehr guten Kompromiss gemacht hat. In der Elektroversion ist der Kona mit dem großen Akku zwar um die 20.000 € teurer als sein Verbrennerkollege, macht man jedoch eine Gesamtkostenrechnung und nimmt eine Lebensdauer von jetzt mal nur 10 Jahren an, dann betragen die Mehrkosten für den E-Antrieb im Monat 167 € und das heißt es dann an Spritkosten und Wartungsersparnissen wieder rauszuholen, was doch der ein oder andere Vielfahrer schaffen könnte. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Schreibt auch mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Auto haltet und welches Auto ich vielleicht als nächstes testen soll. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.